Der Hans-Peter Schmid hat Freude an Bewegung. Trotz der Vollblindheit, die er seit seiner Jugend hat, ist der Zürcher zügig unterwegs. Begleitet wird er von seinem Labrador Pet. Auf den täglichen Spaziergängen hat der Hans-Peter Schmid meistens den Luftküsse-Schuh Keyboot an. Der Keyboot hat diverse Vorteile. Es sind sicher zuerst einmal die Vorteile, die alle anderen Menschen mit auch haben, ob sie es jetzt sehen oder nicht. Er ist wunderbar weich zum Laufen. Er tut mir die Stöße, die Vibrationen, die Erschütterungen absorbieren. Ich denke, ein Vorteil, den ich feststellen musste, ist, dass wenn ich einmal ein bisschen unsauber auf eine Bodenunebenheit draufstehe, abstehe, dass mir der Keyboot die Sohle, dass die mir den Stoss absorbieren. Also es ist nicht so, dass mir gerade der Fuß abknicken, wie das mit einer ganz harten, konventionellen Sohle sicher der Fall wäre, sondern die Unebenheit, der Stein oder das Wurzelende, das wird von den Sohlen einfach gerade absorbiert, aufgenommen und ich kann da drüber laufen, ja eigentlich gar nicht auf dem Boden liegen. Das erste Mal auf den Keyboot aufmerksam geworden ist der Hans-Peter Schmid vor ein paar Jahren bei seinem Drogist. Vor 2 Jahren hat er sich dann im Keyboot-Shop in Zürich beraten und den Keyboot zeigen lassen. Mir ist dort auch ein Sohlenquerschnitt in die Hand gegeben worden, dass ich wirklich mal die verschiedenen Schichten mit den Fingern anschauen konnte, dass ich die Vorstellung auch hatte, wie sieht die Sohlen überhaupt aus. Und für mich ist ja dort noch der Punkt, wo ich gezögert habe, kann ich überhaupt mit dem laufen? Weil für mich sind die Informationen, die ich mit den Füßen vom Boden aufnehme, ganz wesentlich. Weil ich den Boden, die Unebenheiten nicht sehe, muss ich mit den Füßen spüren können, was ich unter den Füßen habe, um den Rest des Körpers auf das einstellen. Und da hatte ich einfach ein bisschen Angst gehabt, ist die Sohle so dämpfend und so perfekt, dass ich keine Bodeninformation mehr bekomme. Und mir hat dann der Verkäufer angeboten, ich könne doch so einen Schuh 2 Wochen lang testen. Ich müsste das selber ausprobieren, dann wüsste ich das doch ganz genau, wie das sei. Und da bin ich von Anfang an völlig erstaunt eigentlich auch gewesen, verblüfft, dass das funktioniert und wie das überhaupt funktioniert, dass wenn ich trotz dieser Dämpfung auf einen Stein stehe, auf eine kleine Unebenheit, dass ich die Unebenheit eigentlich merke, aber die Sohlendämpfung tut mir das völlig ausgleichen. In der Zwischenzeit hat der Hans-Peter Schmid auf den ausgiebigen Spaziergängen fast immer den Keyboot an. Also zuerst war es ja wirklich mal ein Wohlgefühl gewesen. Dann ist aber dazu gekommen, dass ich so als Erinnerung an meine Wettkampfzeiten vom Sport her ein bisschen Arthrosen in einem Grosszeh-Grundgelenk habe. Und da tut mir manchmal also schon weh beim Laufen in einem konventionellen Schuh, weil ich bin einfach sehr viel zu Fuß unterwegs, ich bewege mich enorm gern. Und als ich dann den Keyboot hatte, habe ich sagen, hey, wow, das dämpft natürlich auch für die Grundgelenkarthrose, tut das enorm dämpfen. Also da sind die Beschwerden natürlich enorm minimiert, bis sogar überhaupt aufgehoben. Da musste ich sagen, das ist jetzt auch gerade noch gut, dass ich den Schuh habe. Die Wirkung der weichelastischen Sohle überrascht Hans-Peter Schmid immer wieder. Das auch nach einer sportlichen Herausforderung in einem gewöhnlichen Laufschuh. Ich habe im letzten Herbst nach einem Halbmarathon eine schaurige Muskelverhärtung und auch eine Sehnenentzündung, Ansatzentzündung. Und ich hatte also recht Schmerzen beim Laufen, grundsätzlich einmal. Und dank dem Keyboot ist das Schmerzmaß massiv reduziert worden. Also ich habe dort gedacht, wenn ich zwischendrin einen normalen Schuh haben musste, einen Halbschuh. Das war relativ unangenehm. Ich habe nach meinem Keyboot gelächzt, weil ich denke, man muss das wirklich einfach mal kennen oder ausprobiert haben, dann weiss man, von was ich rede. Das staune ich einfach immer wieder, was das alles mag kompensieren und eben auch lindern an Schmerzen im Bewegungsapparat. Man liest es immer davon, man weiss es eigentlich, aber wenn man selber mal betroffen ist davon, dann kommt dann schon das Aha-Erlebnis. Darum empfiehlt Hans-Peter Schmid, dass man die Wirkung der Luftküsse-Sohle selber einmal erleben soll. So spürt auch jeder selber, ob sich für ihn die Investition von rund 300 Franken lohnt. Er hat einen stolzen Preis, aber das, was ich in dem Schuh empfinden kann, das habe ich in keinem anderen Schuh. Also entweder den Preis zahlen und Freude haben an dieser Laufqualität oder sonst halt etwas verpassen. Der Hans-Peter Schmid geniesst auf jeden Fall das spezielle Gefühl und wird mit dem Keyboot und seinem Hund Pet noch viele Kilometer zurücklegen.